Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades to Azure. Wir sind immer noch in Crossbear City. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen von dem, was ich mir nach der letzten Folge vorgenommen habe. Denn für mich beginnt heute eine neue Aufnahmesession und ich meine, meine Erinnerung reicht aus, um festzustellen, was ich heute eigentlich vorhatte. Darn that Lake Lord 3 oder the Third, we can't let him get away with this. I don't care how good a fisher he is, that guppy's a disgrace to anglers everywhere. Darn that Lake Lord. Ja, die sind jetzt schuld, dass sie hier quasi vor die Türe gesetzt worden sind, weil das waren früher die Leute, die die Fisherman's Guild ausgemacht haben. I'll start by finding a new office to restart our fishcapades. Fischscapades, so, ich habe das S unterschlagen. Let's exchange info if any new developments turn up, Lloyd. Das werden wir. Wir sind auch noch mitten in der Mission. Ich meine, der nächste Teil wird die Fischer hier nicht mehr betreffen, aber trotzdem. Now that that's settled, I'd better get back to fishing. No light drizzle's gonna keep me from the open waters. So muss das sein. Erstmal wieder ein bisschen runterkommen beim Angeln. Kommentiert ihr das Geschehen hier auch? Nee, I always come to Garante after I'm done with my hostess work. It's comfy and quiet here, so it lets me get my 8 hours of rest in. Ich weiß nicht, also mich würde es nach Hause auf die Couch oder ins Bett ziehen, aber Leute laden auf unterschiedlichsten Wege ihre Akkus wieder auf. Ich bin gerade überlegen, in der Back-Alley wollte ich sonst nichts, ne? Ich habe mir auf jeden Fall noch gemerkt, dass wir danach nach... Ach, warte mal, da kann ich mich doch auch porten. Zum Downtown District nämlich wollten, genau. Und einmal hier rein. Denn hier ist die dritte Partei, die wir ausfindig machen sollen. Ich glaube, das ist der sogar Geithner, hieß der oder so. Well, if it isn't Geithner, you seem to be doing all right for yourself. How is the business? Good, I hope. It is, thankfully. Everything's going smoothly so far. All right, I brought you a cake as a gift. Please enjoy. Why, thank you kindly. If you're not in a rush, why don't we share some over a cup of tea? Okay, hier bahnt sich eine Bromance an, wenn diese nicht schon besteht. It's great to see you in such high spirits, Geithner. Ja, und jetzt kommen wir. I couldn't be happier for you. Wollen die einem gerade ein schlechtes Gewissen machen? Ich meine, vielleicht lässt sich das zu seinen Gunsten auch aufklären. I'm glad to see you're still doing well, Tans. Honestly, I couldn't be more grateful to you and everyone else in the building for all you've done. Achso, hier geht's gar nicht weiter. Okay, warte, dann wäre es vielleicht doch besser gewesen, nochmal reinzugucken. Ah, nee, hier passiert jetzt was. Okay. Lotus Heights in the Downtown District. This should be the place. Excuse me, is anyone home? No answer. Is it locked? Yeah, it's bolted tight. Maybe I'm just imagining things, but I feel like I can sense someone inside. Really? The old pretend you're not home and maybe they'll go away trick. Ja, den kenne ich sehr gut. So what now? Is this the part where we get to barge in without a warrant? As much as I hate indulging you, we may have to consider it if there's no other options. Das war ein Schloss. What was that? The sound of someone tipping their hand oder so. Okay. Which means your intuition was spot on. Let's give them one more chance. Excuse me, we know you're in there. We'd like to ask you a few questions. Someone's stubborn. Vielleicht war das mit den Questions aber auch keine gute Ansage. You don't suppose they bailed out the window? It would be a real problem if they did. Jetzt kommen die beiden Herren, die eigentlich miteinander Tee trinken und Kuchen essen wollten. Und jetzt sind wir da. Are you the ones making all that racket? What's going on here? Oh, sorry about that. We're with the Crossbell Police Special Support Section. We're here to speak with the tenant of this apartment. Do either of you know who lives here? Well, of course I do, but before that... How about you start by telling us what's going on? Ja, das finde ich auch absolut berechtigt. Sure thing. Lloyd explained that the SSS was investigating suspicious changes of residence.
So that's the way of it. You need to ID the resident in this unit here. I think I may owe you all an apology in that case. Why? Well, to tell you the truth, that used to be my apartment not too long ago. Oh, so you're Geithner then? Yep, I'm the dummy who forgot to submit his change of resident notice. There should still be enough time to get one in though. So consider the message received. I'll have it done by the end of the day. Thank you, that would be a great help. On that note, would you mind sharing with us why you chose to move? Of course, it was a bit of a twist of fate actually. I was working as a trader before I screwed up and lost everything a year ago. That's how I wound up here. Recently, an old business associate of mine decided to lend me a hand after hearing about what had happened. They offered me a job in Calvert a couple of weeks ago and I accepted on the spot. If that's the case, what are you still doing here? Just dropping by. I figured I should thank everyone in the building who supported me when I needed it the most. I don't know where I'd be if not for them. Ho ho, it was nothing special, my friend. Alright, thanks for being honest with us, Geithner. Now we just need to know more about the new resident. Right. Is there something specific we should know about them? Well, thing is, this particular tenant situation is a bit unusual. Let me have a try. Okay, auf jeden Fall scheint er den dort drin Lebenden oder sie zu kennen. Hello, this is Tens. Anybody in there? If you are, mind opening up? These folks here are with the police. They're not here to hurt anybody. They just need to identify you. Okay. Da muss auf jeden Fall jemand drin leben, der einige Ängste hat, weil er wahrscheinlich schon einiges durchstehen musste oder Erfahrung gesammelt hat. Open Sesame. Do what you have to. Just try not to cause too much of a commotion. Of course, thanks for your cooperation. Wen treffen wir denn da drin jetzt an? Ist das eine Person, die wir schon mal gesehen haben? Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Zimmer, finde ich. Pardon us, sir. Are you here to mock me? Huh? I asked if you came to mock me. I'm sure you'd love nothing more than to stick it to the illustrious Diet member who fell off his perch and into the gutters. Was geht mit dem ab? Wait, I know you. This must be Representative Gable. Ah! Okay, also namentlich kann ich den noch zuordnen, aber optisch hätte ich den niemals Gable zuordnen können. Of the Imperial faction, well, former representative anyway. You were lying low at St. Ursula after your corruption was exposed, as I recall. So you know my story. Well, you found your man. What are you going to do with me now? I'll have you know, I'm completely broke. Mirrorless. Ja, wir auch. Na, wobei aktuell geht's. I wouldn't even be able to afford this apartment if not for the mercy of an old acquaintance of mine. Aber war Gable dieser unfreundliche Typ, der da die ganze Zeit im Zimmer gelegen hat? Oder bringe ich da was durcheinander? Is that why you're here? To use me for what few connections I have left? Nein, der Tanz hat doch gesagt, dass wir harmlos sind. No, of course not. We're only here to verify who the current occupant of this room is. So, just to confirm, Mr. Gable, that current occupant would be you, correct? Yes, you've got the right of it. That's all we need to know. As long as there isn't anything illicit going on here, you're fine. I do have one question, though. Why use such a ridiculous name on your change of resident form? Don't tell me you actually expected to fool anyone with a name like that. It was an instant red flag. That it was, unless we're dealing with the rise of literal ghostwriter here. Right. Truth is, I've always been a big fan of Sean Arnham's. It was the only name I could come up with when I was staring at the form. Okay, also ganz knusper ist er irgendwie auch nicht, oder? Oh, so that's why. It's true that Sean Arnham's work is appropriate for all ages, I suppose. No shame in being young at heart. That's one way to spin it.
Ja, aber man hätte sich, wenn man wirklich anonym bleiben und nicht entdeckt werden will, halt auch einen weniger auffälligen Namen aussuchen können. Also so ganz klug war das am Ende dann nicht. Shut up, just leave me be already. Als hätte der das jetzt zu mir gesagt. You got what you came for. Now get out of my house. Yes, please excuse us. I think it's time, Lloyd. Right, where are we going now? Ja, so sieht man den Gable also nochmal. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, da wäre irgendwie, weiß ich nicht, irgendjemand Unbekanntes, Neues. I never expected to run into Representative Gable of all people. All things considered, he may still be better off than some of the other former Diet members. Agreed. The ones who ended up getting arrested in the wake of the cult incident have it way worse. I'd say they got what they deserved, but good luck convincing them of that. The big takeaway here is that your past misdeeds will always come back to haunt you. That's just the way this world works. Still, I'm sure he can turn his luck around if he works hard and mends his old ways. I still have hope that Mr. Gable and all the other ex-representatives can be reformed and find peace. Hopefully, Ernest can do the same too one day. Our leader isn't just fearless, he's also oh so compassionate. And on that note, why don't we go grab some drinks at Trinity? We could use a few after all that talking. We're still on duty, you know. Anyway, that takes care of everything we needed to check on downtown. I think we've just about wrapped up our investigation, in fact. Let's head back to the Civic Center and give our report. Muss mich erst noch an das Civic Center gewöhnen. Also für mich bleibt es, glaube ich, immer die City Hall. Ich kann mal gucken, ob irgendwas passiert, weil er das gerade so vorgeschlagen hat, wenn wir hier doch nochmal aufschlagen. Hello, hello. I can take your order if you would like something to drink. No need to be shy. All you have to do is ask. That sounds easy on paper, but there's something about the boss that makes him a little hard to approach. Deswegen mag ich den so. I can take your order if you would like. Also das mit dem Hard to Approach, das hat man am Anfang, finde ich, auch bei Oazy gedacht, weil der halt irgendwie fließend zynisch mit einem gesprochen hat und immer da irgendwie sowas Sarkastisches auch mitgeschwungen ist. Mitgeschwungen hat. Oh mein Gott, ich kann kein Deutsch mehr. So, warte mal. Wir wollten jetzt berichten. Ich habe nur gerade kurz überlegt, ob wir noch was anderes brauchen. Wir haben noch andere Sidequests. Ich darf die Library nicht vergessen, wenn wir alles abgeschlossen haben, was wir aktuell auf der Uhr haben. Aber wenn ich es mir jetzt schon merke, dann werde ich das auch für die nächsten Folgen beibehalten, denke ich. Hello everyone. How goes your investigation of those suspicious addresses? It's all finished actually. We're here to give you our report. Lloyd handed over the copied change of residence forms with their names corrected. Ich habe voll vergessen, nochmal reinzugehen und zu gucken, ob wir mit Gable sprechen können, aber der hat bestimmt abgeschlossen. Oh my, you all did a wonderful job. Interesting. 3 Calvadians moved into the residential district while a group of Erebonians moved into East Street. As for the downtown district, what's this? Is something wrong? No, not at all. I just wasn't expecting to see Mr. Gable's name here. I have mixed feelings about it, given how often I used to see him in this building before he fell out of favor. It's strange, despite his corruption and everything that happened with the Imperial faction, I just can't bring myself to hate him. I know exactly how you feel. He seemed like a more straightforward person than most, at least for better or worse. If only the man were half as wholesome as his taste in literature, maybe then he'd be better liked. Ja, für solche Aussagen feiere ich Oazy manchmal echt. I suppose I can't disagree. In any case, I believe this wraps up your investigation, SSS. The next step is for Residential Affairs to file the paperwork and sort everything out. Thank you for all of your help today. You're welcome. We're always happy to be of service. Please let us know if there's ever anything else we can assist with. Als hätten wir nichts anderes zu tun. Ich meine, ja, wir sind nette Leute, aber das ist eigentlich so unglaublich, dass wir immer unsere Hilfe anbieten und andere wegen uns vielleicht sterben, weil wir zu spät kommen oder so. Also ich finde, ein bisschen priorisieren sollte man schon. Entschuldigung, weil diese ganze
Suche nach den echten Mietern oder Bewohnern, das hat ja wohl keine Prio zeitlich. Good work on the investigation today, everyone. The Civic Center looks forward to collaborating with you in the future. Okay. Ja, haben wir schon wieder die Arbeit von anderen gemacht. Glückwunsch. Das macht irgendwie unseren Arbeitsalltag auch aus. So, ich will jetzt einmal der Vollständigkeit halber nochmal gucken. Nee, hä? Was habe ich denn hier gemacht? Ich würde einmal gucken, ob wir jetzt nochmal Mr. Gable besuchen können. Aber ich bin mir zu 99% sicher. Was? Ey, gut, dass ich da keine Wette draus gemacht habe. Warum hat er sich nicht eingesperrt? Der wollte doch seine Ruhe. Why are you still here? I gave you what you came for, didn't I? If you don't need anything else, then be gone already. Why are you still here? Be gone already. Ja, ja. Wir wollten nur gucken. Vielleicht liegt da ja noch irgendwas zum Sammeln. Wobei, dann stünde es auf meiner Liste. Okay, so, warte mal. Dann gucken wir mal hier. Wobei, warte mal. Ich habe doch eine Angel. Das habe ich, glaube ich, auch in meiner letzten Zusammenfassung gar nicht mehr berücksichtigt. Warte mal, hier war ein Angelspot und in der Residential Area. Das hatte irgendwann in der letzten oder vorletzten Folge mal jemand erwähnt. Hi. What does an individual raindrop look like? Maybe I can make one out if I squint hard enough. Okay, ich lasse dich mal mit deinen Gedanken alleine. Die scheint gerade ganz tief versunken in Welten, die sich mir nicht erschließen. So, ich gehe erstmal speichern. Ich hoffe, es gibt hier keine verpassbaren Fische. Aber ich glaube, das gab es in Trades bisher noch nie, weil du hattest immer irgendwie diesen einen Teich oder Tümpel, wo dann alle fehlenden Fischsorten noch nachträglich, glaube ich, zu angeln waren. This has been my go-to spot all year. Hopefully fish don't harbor grudges. Naja, ich glaube, die sind nicht nachtragend. So, Fish. Which rod will you use? A versatile, easy-to-use rod designed to provide you with the full freshwater fishing experience. Yes. Which bait will you... Wie wurde das gerade formuliert? Warte. Will you... Achso, attach. Das Wort attach habe ich gerade nicht gelesen. Ich habe schon einiges angesammelt. Ich habe eigentlich nur deswegen hier gerade abgespeichert. Fishing bait made by grinding vegetables into paste attracts various types of carp. A creature that lives underground squiggles and squirms grotesquely, but fish love them. Und special bait developed by the fisherman skilled with a recipe made to attract a wide range of fish. Ich weiß nicht, wir können ja beide mal ausprobieren. Einmal hier. Wie war denn das nochmal? Wo tauchte das Ausrufezeichen auf über seinem Kopf, ne? Und da musste ich einfach X drücken. Ich weiß nicht, was mit meiner Stimme schon wieder los ist. Das nervt mich, dass sie hier schon wieder voll unzuverlässig ist. Wir haben eine Snow Crab. Yes. Oh, und wir bekommen Shells noch dazu. Das ist auf jeden Fall gut. Ich würde dem Ganzen noch einen weiteren Versuch geben wollen. Und das andere dann mit dem anderen Köder auch nochmal probieren. In der Hoffnung natürlich, dass wir jetzt hier vielleicht irgendwas anderes noch rausholen. Ah, genau. Genau auf sowas hatte ich nämlich spekuliert. Soll ich es noch ein drittes Mal probieren? Komm, dann haben wir die 30. Also wenn bei 2 Versuchen 2 verschiedene Fische kommen, dann kann es ja sein, dass hier noch ein dritter anbeißt, eventuell. Das habe ich gerade, glaube ich, sehr spät gedrückt. Ne, das ist wieder die Snow Crab. Okay. So, dann probieren wir es mal mit den Dumplings. Da müsste ja irgendein Karpfen anbeißen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es davon mehrere Sorten gab hier in... Was? Hä, aber das ist nicht ausgegraut. Das heißt, mit ein bisschen Glück müsste doch da eigentlich was anbeißen, oder? Ich probiere das jetzt 3 Mal. Das hier ist gerade Versuch Nummer 2. Gott sei Dank verliert man die nicht. Ich meine, wenn nichts anbeißt, wäre das auch hart unlogisch. Aber es kann ja sein, dass wenn... Hä? Ich kann das nicht glauben, Leute. Wirklich, letztes Mal. Aber warum ist es dann nicht ausgegraut? Dafür gibt es doch diese... Obwohl, nee, Moment. Ich habe eine Theorie. Die Dumplings sind mit der Angel kompatibel. Deswegen sind die hier verfügbar. Nur in diesem Gewässer bekommst du halt keinen Fisch raus, weil die Dumplings einen da nicht weiterbringen. Das ist wahrscheinlich die Antwort darauf. So, dann will ich jetzt hier nochmal gucken. Ich hatte wirklich hier keinen Angelspot mehr auf der Uhr. Gab es den auch in
in Zero, frag ich mich. Frag ich euch. Wenn ja, kein Plan. I can't believe Speaker McDowell's been keeping this premium fishing spot by his house all to himself. Ah, seht ihr? Das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass es das wirklich nicht gab, oder? Jetzt können wir auf jeden Fall was machen. Das ist gut. Und haben wieder die gleichen Sachen zur Auswahl. Ich probiere es mal nochmal mit den Dumplings. In der Hoffnung, dass diesmal ein neues Fischi-Fischi hier anbeißt. Jawohl, Ausrufezeichen ist schon mal gut. So, oh mein Gott, wir haben eine Schildkröte. Ich glaube, Schildkröten konntest du in Zero nicht fangen, oder? Probieren wir es mal nochmal. Ich habe anhand der Beschreibung gedacht, dass nur irgendwelche Karpfen hier anbeißen. Ich bin immer voll aufgeregt, obwohl das Angeln hier eigentlich voll unkompliziert ist. Genau, so einen Karpfen hatte ich jetzt vermutet und da ist er auch. So, ich werfe jetzt noch ein drittes Mal. Aus den gleichen Gründen wie gerade eben auch. Nur für den Fall, dass hier noch ein dritter kommt. Aber ich habe das Gefühl, dass 2 die Obergrenze ist. Für an einem Gewässer mit einer Angel und dem gleichen Köder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch weiter nach oben geht. Außer du bist halt an diesem einen Gewässer, wo alles dann zusammenkommt. Also wo man im Grunde genommen alles fangen kann. Aha. Der hat gar kein Gesicht. Wo sind denn seine Augen? Vielleicht hat er die geschlossen. Ich weiß es nicht. Aber da kommt manchmal auch ein bisschen Gelatine mit. Werden wir sicherlich auch noch Verwendung für finden. Vielleicht noch eine zweite Art. Vor allen Dingen, dass wir einen Salamander fangen. Eine Schildkröte. Das ist alles scheinbar nicht nur auf die Welt... Wow, 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 wow. 150 ist voll viel. Das ist hier scheinbar alles nicht auf die Welt der Fische beschränkt. Ich probiere es jetzt nochmal. Weil wir von dem Earthworm relativ viele haben noch. Und ich irgendwie das Gefühl habe, dass es hier noch irgendwas anderes gibt. Ja, okay, es ist auch ein Karpfen. Okay, ey, aber diese 150 Dinger, die könnte ich ja direkt in bares Geld umwandeln. Oder ich könnte mir davon bei Wendy irgendeinen Quartz gönnen. Wollen wir sie mal besuchen gehen? Warte mal, Central Square. Einfach nur, weil ich jetzt hier, glaube ich, auch ein Ungleichgewicht in der Sepit-Menge habe. Aber ich glaube, in Kategorie Grün gibt es gar nicht so viel. Was jetzt unbedingt, was man jetzt unbedingt haben müsste. Evade, ganz eventuell. Oder Blind, aber das ist alles echt nicht so essentiell. Hier, Hit bräuchte ich. Ich möchte unbedingt Hit und Action haben. Das sind die, auf die ich gerade am meisten geiere. So, warte mal, ich will nur kurz gucken, was wir überhaupt noch an Dings hier frei haben an Platz. So, Blind haben wir drin. Also ich meine jetzt primär für Evade. Also sie hat noch kein Evade. Für ihn würde das aber schon Sinn machen, wegen Nahkampf und so. Wazy ist der Einzige, der es nicht hat. Okay, weißt du was? Dann nehmen wir das doch einfach mal mit. Wobei, warte, eine Sache wollte ich noch gucken, da bin ich gerade unaufmerksam gewesen. Haben alle schon irgendwas, was Zustandsveränderungen auslöst? Sie hat Blind, sie hat Mute. Sie hat gar nichts. Könnte man über Blind nachdenken. Und er hat Poison. Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte eigentlich nichts asken. You think it's because he started off as a designer? Maybe a hunger for learning. Es ging um Fernand oder wie der heißt, der aus dem Residential District. Maybe a hunger for learning comes with the territory. Ich habe mich nur gerade verdrückt. Actually picked up studying Orpmans, so could have guessed. Oder war das der Fernand? Dieser Schnösel, der mit seiner Großmutter Izumi oder wie sie heißt, da in dem gleichen Haus wohnt. Vielleicht verwechsel ich die auch. Zu viele Namen. So, Quartz. Hier wollte ich jetzt nochmal gucken. Ja, Blind ist mir zu teuer. Also ganz ehrlich, Blind ist keine Option, aber Evade nehme ich einmal mit. Oder soll ich das zweimal mitnehmen? Ich nehme das zweimal mit. Ich habe jetzt keinen Bock zum IBC-Gebäude zu gehen. Ich habe ja auch aktuell nichts, wofür ich jetzt Geld sparen müsste. Andererseits, wenn wir in diesem Kapitel vielleicht noch nach Mainz kommen,
Was eigentlich sein müsste, wenn ich an meine Liste zurückdenke, dann... Warum geht denn die Defensiv... Ach, das hat auch so einen Defensiv-Malus. Das ist doch scheiße. Das habe ich schon wieder nicht gesehen vorm Einkaufen. Weiß ich nicht. Ist mir das Ganze wert? Ich glaube schon. Ey, komm, jetzt habe ich es gekauft. Jetzt ziehen wir das auch einmal durch. Und dann bekommt sie ja auch Evade, oder? Wer hatte das? Oder sie? Warte mal, sie hat 445. Sie hat 414. Sie kann den Malus eher noch ertragen, sage ich mal. Hier bitte einmal Evade für dich. Nee, bei der Stärke will ich bei ihr keine Einbußen in Kauf nehmen. Weil in Mainz habe ich diesen guten Wechselkurs dann nicht. Und dann ist dieser Weg hierhin vielleicht wieder so ätzend. Ich glaube, ich gehe hier einmal noch wechseln, aber ich kürze das ab. Hier passiert gerade irgendwas. Wir hatten hier eine Aufgabe. Ah, okay. Ich erinnere mich. Das wollte ich eigentlich als nächsten Step in Angriff nehmen. Aber stimmt, wir sollten uns hier an der Rezeption melden. Here we are. Let's head to the counter and ask about Chief Roberts' request. We should be able to hear the details by speaking with Lan Fai. Well, look who it is. Kommt jetzt der Roberts schon auf uns zu? Nee. Der Dieter und die Maria Bell. MEHR Croix. And Maria Bell too. Die erkenne ich noch. Trotz Kurzzeitgedächtnis und Durcheinandergewirre, aber die beiden, die sind eine Erscheinung. Are you working at the IBC today? That's right. I had a bit of bank business piling up that I couldn't put off any longer. Thankfully, Bell was here for me to lean on. We knocked it out in no time. Hello there, everyone. It feels like ages since I've last seen you all. How have you been, Ellie? I've been well. The SSS resumed activities yesterday, in fact. Let me have a good look at you. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Also Ellie hat ja auf jeden Fall eine extrem hohe Angrabschquote, also aus der Opfersicht heraus, wenn man das bisherige Let's Play so Revue passieren lässt. Wow. Belle, please. You're in tip-top shape. So soft, so warm, supple, yet muscular to the touch. Oh, I could just eat you up. Enough! You're going to give everyone the wrong idea, Belle. By the way, Lloyd, you haven't tried anything uncouth with my dear sweet Ellie, have you? Bei dem Wort muss ich jetzt leider wieder Google befragen, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Nee, Leute, ich war voll falsch. Seht ihr gut, dass ich geguckt habe? Hört mal. Uncouth. Uncouth. Also mit einem U quasi. Und ich habe, glaube ich, gerade uncouth gesagt. Keine Ahnung. Das heißt auf jeden Fall ungehobelt. Aber das ergibt sich ja aus dem Kontext auch, finde ich. With my dear sweet Ellie, have you? No. What do you think I am? A dangerous man, that's what. Don't think for a second that I'll be taking my eyes off you, Lloyd Bennings. You know what will happen if I catch wind of you sullying Ellie's innocence, don't you? Ey, mir wäre das an Ellies Stelle so unangenehm. Ich verstehe auch nicht, dass sie da so ruhig bleiben kann oder sich nicht mal in Ruhe mit ihr zusammensetzt. Ich finde das, also auch wenn das alles so lustig sein soll und so hihi haha, aber ich finde, das ist auch sehr respektlos Ellie gegenüber, weil Maria Bell, die denkt jetzt hier, dass sie, ich weiß Gott was, als Beschützerin aufspielt, aber eigentlich untergräbt sie nur die Willenskraft, die eine Ellie als junge, erwachsene Frau auch selber mitbringt. Oder ist sie überhaupt schon erwachsen? Ich hoffe doch. You always know how to catch a lady's eyes, Lloyd, or death glare in this case. Dabei hat er gar nichts gemacht. Honestly, Belle. Come now, Belle. Is this any way to speak to your peers? Take it easy on the poor fellow. Hallo Dieter, danke für deine neutralisierenden Worte, hoffentlich. It's so good to see you again, ladies and gentlemen of the Special Support Section. Above all, it gladdens me that Noel and Wazy are fitting right in as your newest members. Allow me to take the opportunity to congratulate the SSS on officially returning to active duty. Dankeschön. That's kind of you to say.
You have my gratitude once again for that letter of recommendation. And thank you very much for the Orbe car as well. Stimmt. Das war wichtig. Gut, dass sie dran gedacht hat. Getting the honor to sit behind her wheel is a dream come true. Glad to hear it. I do hope that it proves useful to your work. Moments like these make becoming the new mayor all worth it. It's rather stressful balancing time between my mayoral duties and being CEO of the IBC. Well, you have no one to blame for that but yourself, Father. You have a horrible habit of accepting work when you're already drowning in it, leaving me the job of fishing you out. I'm sorry, Belle, but when Crossbell's welfare is on the line, I just can't bring myself to go any less than full speed. I don't deny I sometimes bite off more than I can chew, but I'd like to think that I have a tendency to go above and beyond. Grandfather has always admired that about you, Uncle. I've heard him speak often of how direly Crossbell needs young, forward-thinking politicians like yourself. That's high praise coming from someone as seasoned as Speaker McDowell. However, I'm still only a novice in the political arena. There's much for me to learn, especially from someone like him. Yes, Father. Isn't it nearly time for your meeting at City Hall? Es heißt nicht mehr City Hall. Oh, I almost forgot. Please excuse us, ladies and gentlemen. You know how it is. Duty calls. No problem. Sorry for stopping you like this when you're so busy. No, not at all. It was good catching up with all of you. If you ever run into trouble at work, don't forget, my doors are always open to the SSS. For you, I promise I do everything in my power to help. Ey, das ist so gut und wichtig und schön, dass wir so eine wichtige Person als Rückenstärkung haben, auf die wir uns verlassen können. We appreciate it. Please take care, you two. Oh, Ellie, you're always so sweet. Bye for now, members of the SSS. Until next time. Tschüssikowski. Was war jetzt eigentlich unsere Aufgabe? Weiß ich gar nicht mehr. Müssen wir gleich mal gucken, wenn die jetzt nicht schon abgeschlossen ist. They seem as busy as ever. They must be putting all of their attention on the trade conference at the end of the month. At this point, I'd suspect that their schedules are planned out to the minute. Well, clearly, Orbica donations aren't the extent of how far they're willing to go out of their way for us. Yeah, the SSS is in their debt. I just hope they're finding time for themselves too. Anyway, let's not forget why we came here. Chief Roberts. Ah ja, stimmt. Die waren ja gar nicht unser Ziel, ey, schon wieder voll verdrängt. Chief Roberts' request is waiting for us. Right, off to the reception desk. Das machen wir gleich. Ich will nur noch mal einmal kurz gucken, wie genau jetzt die Beschreibung lautete. Das nervt mich, dass ich da so ein bisschen im Dunkeln bin. Handed, warte, das hier haben wir. Das ist Bakery Chief Roberts. We will soon be offering a puzzle game, Pom-Pom Party. Ey, Hauptsache jetzt nicht mit Minispielen hier anfangen, bitte. Warte. Hä, wie komme ich denn? Achso, ich muss einmal rauf und dann kann ich hier nach unten scrollen. Accordingly, I need some help conducting a final user acceptance test since the special support section has been... Was? Has been looking after TO. I'd like all of you to participate. Ich glaube, wir werden jetzt in ein Minispiel reingezwungen. Ich hoffe, es wird nicht allzu kompliziert. Good day, Lanfei. Hello again, Miss McDowell, Special Support Section. What brings you here today? We were requested by Chief Roberts of the Epstein Foundation. Ah, I see. I can certainly help you there. Please wait just a moment. This shouldn't take long. Danke, danke. Ach so. Ach nee, der kommt. Ich dachte, wir können jetzt ihm entgegenfahren quasi. Hello there, SSS. Good to see you again, Chief Roberts. You're here about my request, right? This is a huge help. I really wanted to make sure I got you in particular for this job. Well, it sounded fun enough to pique our interest. The request said something about user acceptance testing for a new product. I believe it was called Pom Party. That name sounds familiar somehow. Hey, yeah, I feel like Teal's mentioned it once or twice. Well, you're going to get a kick out of it, believe you me. Believe you me? Ist das richtiges Englisch? Okay. So, can you get started right away? Yeah, we're good to go. Would you mind giving us more details on what exactly we'll be doing?
I'd love to. The long and short of it is that we plan to release a fun little Orbe game called Pom Pom Party. It's a program that Orbe terminals owners can play with one another via the Orbe network. An Orbe game? How is it any different from, say, a game like Billiards or Poker? Naja, das hat sich, finde ich, aus der Beschreibung schon ergeben. Du kannst mit Leuten, die an dieses Netzwerk angeschlossen sind, halt spielen. Also mit anonymen Mitspielern, quasi Multiplayer, oder? Well, it's similar in that you compete for victory and that there are rules to be followed. However, there's one major difference. This is a game played not on a physical surface, but on a terminal screen. Wow, technology is really making strides. So when you asked us to assist with testing, what you meant was playing a game? Exactly, I want you to play Test Pom Party. Errors often occur during the development cycle, so quality assurance is critical. If this is such an important step, why not have someone from the Foundation take care of it? Gut, dass Wazy das gerade anspricht. Ich hätte es noch deutlicher gemacht. Dafür kannst du doch nicht so eine Special Support Section anheuern. Für sowas. Hallo, hier geht es nicht um die öffentliche Ordnung. Das ist unser eigentliches Betätigungsfeld. WTF. Good question. Normally we would be asking TO for help with this, but that presents a certain problem. Actually, two problems to be more specific. Problems major enough to lead me to seek help outside the Foundation. And what would those be? Well, first off, TO's had a bad habit of activating her Aeon system from time to time while testing the game. Consequently, whatever data we received from her would always end up screwed. Aeon system? I believe it has something to do with the gear that TO wears for work. I've heard her give a brief explanation before. If I remember right, it's what she uses while operating orbit terminals and staves, at least I think anyway. Aber kann sie das für den Moment nicht abschalten? I suppose this is a good opportunity to explain things from the top. The Aeon system is the name of the program built into TO's chest protector. Achso, dann kann sie es doch nicht einfach so abstellen. It supports low latency arts activation from Orbe staves and even enhances her high-speed data processing abilities. You can think of those two features as the Aeon system's primary functions, but it bears noting that mastering such a complicated system takes considerable aptitude. Right, I can imagine. Und ich finde diese Vorstellung irgendwie total absurd, also so abstrakt. I have to admit it's hard to parse these kinds of subjects without her here to elaborate. So what you're saying is that system of hers runs counter to testing procedures? Well, in a way. When TO uses the Aeon system, she can perform chains that no average player could. She tends to wipe the floors with whoever she's playing. Jonah is the usual victim. He's never won a single time. Ah, but I'm not saying TO is cheating or anything. Please don't tell her I said that. Sure. So, that's one reason. What's the other? Good question. The other has to do with the fact that this game is what we call competitive multiplayer. Like I said before, it's designed for users to play with each other remotely across the Orbe net. With that in mind, I feel it would be best to conduct a practical test with a smaller scope, such as within the city. I think I understand what you're getting at. Though I have to say, playing the same game with someone several districts away sounds incredible. Doesn't it? Believe it or not, projects like this have been in the works since the early days of the Orbe network project. Once the net becomes more widespread, even more people will be able to enjoy the game. For example, you could play with your friends on a rainy day like this without ever leaving your home. Games on the Orbe network, what a time to be alive. I may have rambled a bit there, but I think that's the gist of it. Alright, time for a present from me to you. Pom Pom Party Beta. Na, jetzt bin ich ja gespannt, was das für ein Spiel sein soll. Is this a memory quartz? It sure is. That memory quartz has Pom Party's application data stored on it. Put it in your terminal at the SSS building, and once installation is complete, you can play right away.
Und wer stellt sicher, dass da kein Virus drauf ist? Installation. That's when you configure program data to operate on a computer, correct? I've seen TO perform installations before, so I think I can manage. Perfect. We'll let you handle that, Ellie. Wie er gleich den Strohhalm nutzt, um das von sich wegzuschieben. Ja, mach du mal, mach du mal. You're already ahead of the curve. Very encouraging. I should give you these two. My Enigma number and Pom Party account ID. Damit wir gegen ihn dann spielen können. Aha. Ich bin ja mal gespannt, was das für ein Genre ist. Account ID. Am I the only one who's starting to get a little overwhelmed? Basically, it's like a name you use on the Orbital network. It's sort of required to play the game. You don't have to think about it too much beyond that. So, no need to worry for now. Just input it into the program once you've installed the Pom Party beta. After that, call me on your Enigma and I'll tell you what to do next. That's all. Think you can handle it? I think so. We'll manage. You got all of that, guys? Let's head back to the SSS building and get started. Lead the way. Beta testers want it started. Okay, mal schön ruhig bleiben. Ich wollte hier noch Geld eintauschen. Head back to the SSS building and install Pom Party on the terminal there. Once you're done, just give me a ring on your Enigma. Got it. Talk to you soon, Chief Roberts. I've been wondering, actually, is it really alright for us to install a game on police property like this? Guter Punkt. Das hätte eigentlich fast von mir kommen müssen, aber er hat recht. That's a good point, especially coming from you, Wazy. Diese Seitenhiebe immer. Ich finde das nicht lustig, Leute. Ich finde das auch nicht cool. Do you think we should ask Chief Sergey for permission? Oh, you don't need to worry about that. I already got the department's approval when I sent in the support request. I told them the beta test was good for the growth of the Orbital network and they agreed no problem. Oh, that's good. Is that the truth, or did he actually manage to pull one over on the CPD? It would take at least some cunning to be the man in charge of Crossbell's Orbital network. Head back to the SSS building and install Pom Party on the terminal there. Once you're done, just give me a ring on your Enigma. Okay, das machen wir. Aber hier gibt's erstmal etwas zu tun. Ist nur die Frage, in welcher Größenordnung. Ich habe aktuell gar nicht so den Bedarf. Also noch nicht, der wird noch erwachsen, das ist mir klar. Also der Bedarf. Ich gehe mal hier auf 350 eben runter. Was uns immerhin nochmal 2310 Mira einbringt. Ich habe jetzt noch ein Päuschen gemacht, damit ich einen Schluck Kaffee nehmen konnte. Sehr schön, wir nähern uns an und ich habe hier immer noch Puffer. Ich könnte theoretisch auch die nächsten Slots wieder eröffnen, aber brauche ich nicht, weil wir ja bereits geöffnete immer noch nicht besetzt kriegen. Also wir kommen ja hier aktuell noch ganz gut durch. So, dann bin ich jetzt gespannt, was für ein Spiel uns erwartet. Warte mal, wo wollte ich einmal hin? Hier ins SSS Building. Hey, Seid, mein Schatz. Passt du schön auf? Even you're not immune to the rainy day blues, huh, Seid? I hope you don't mind watching over the building to pass the time. Okay, lassen wir ihn mal chillen. Wollen wir ihn nicht stressen? Mal gucken, wie laut das Spiel gleich sein wird, ob es ihn nicht vielleicht doch stressen wird. According to Chief Roberts, all we have to do is install this memory quartz into the terminal. Would you do the honors, Ellie? I'd be happy to. Ellie installed the beta version of Pom Pom Party on the terminal. Sehr gut, Ellie. That should do it. I also inputted the account information Chief Roberts provided us with. Well, aren't you a regular little tech whiz? Sie wird hier wahrscheinlich noch zu einem mutieren, jetzt wo Tio gerade nicht dabei ist. Are you that surprised? There's nothing Ellie can't get a handle on. Not a lot of people our age know half as much about law or politics as her either. Ja, aber wenn man sie angrapscht, ist sie scheinbar nicht imstande, sich zu verteidigen. Das müssen wir ja auch noch beibringen. To be fair, I only knew what to do because I've seen Tio work on the terminal before. I also read through the instruction manual. Everything seemed easy enough to parse. Still, we really appreciate it. I mean, I only just learned how to use a keyboard at all. You're very welcome. Now then, shall we contact Chief Roberts?
Yeah, let's do that. Hoffentlich geht da ins Telefon. Hello there, Lloyd. I take it the installation went without a hitch? Yeah, everything turned out okay. What do we do next? Well, what else? Let's give it a shot and play around together. Go ahead and boot up POM Party from your terminal. My account name should display on your screen. Selecting it will challenge me to a match. Oh, and while we're at it, why don't we have you throw down the gauntlet, Mr. SSS Leader? Sure, why not? Was ist denn das für ein Spiel? Erzähl mir doch jetzt mal ein bisschen was darüber. The controls are all yours, Lloyd. Vielleicht auch ein Beat'em Up. You're the developer's den now. Fancy you can beat me at my own game? Nee, eigentlich nicht. You might think yourself a man worthy of dear sweet TO, but I'll be the judge of that, Lloyd Bannings. Vielleicht hätte ich vorher mal speichern sollen. Kann man die Mission hier verkacken? Man kann zumindest wahrscheinlich die EP einbüßen, wenn man es schlecht macht. Der Gedanke kam mir gerade ein bisschen zu spät. His ulterior motive here is about as transparent as glass. Overprotective Dad versus Overprotective Dad. It's the match of the century. Don't tell me this is why you requested the SSS in the first place. No, not at all. This is all in good fun. I just thought I'd add a bit of dramatic flair is all. Okay, let the game begin. Okay, warte. Ich kann noch liefen. Chief Roberts is waiting for me. I should launch POM Party and answer his challenge. Nein! Ich wollte noch abspeichern. Oh Mann, ey. Check Requests. Achso, ich kann jetzt hier gar nichts machen, außer zu spielen. Ich komme aus der Nummer hier scheinbar nicht mehr raus. Quitten ist einfach ausgegraut. Oh Mann, ey. POM Party is a puzzle game where you control POMs falling from above and fit them together as they land below. POMs falling from above and fit them together... Ich hätte dazu gerne mal so ein Vorschaubildchen. There are 5 types of POMs in total. 4 standard POMs, each of a different color and a special shining POM. Use the Kreis and X buttons to flip the POMs as they fall. Ich hätte gerne eine Proberunde. Ich werde bestimmt verkacken, weil ich mich erstmal gewöhnen muss. POMs will enter the playing field from the bottom up at set intervals. Sorry, ich musste kurz niesen. Ich kann mir das halt gerade gar nicht vorstellen. Und eigentlich könnte ich auch entspannt durch die Hose atmen, aber der erste Versuch ist halt gleich das Kompetitive und das stresst mich gerade ein bisschen. Also, Kreis und X. Connect 3 matching POMs together, excluding shining POMs, to pop them. You will receive 1 CP for each POM popped and earn bonus CP based on your timing. Shining POMs disappear when POM next to them are cleared regardless of color. You will receive 100 CP for each shining POM you pop. Shining POMs disappear when POM next to them are cleared. Das heißt, wenn ich so 3 gleiche zusammenbringe und daneben ist ein Shining POM, dann kriege ich die 100 CP oder was? When your CP rises above 100, press Dreieck plus L1 or R1 to unleash an S-Craft. The higher your CP, the more effective your S-Craft will be. Das ist ja wie ein Kämpfen. If the POMs in the center column rise to the top, it's game over. Ey, ich hätte gerne eine Testrunde. Ich finde das gemein. Where you control POMs falling from above and fit them together as they land below. 5 types. 4 mal Standard, Special Shining. To flip as they fall. Enter playing field. Mann. Ich werde das, glaube ich, verkacken, aber ich bin schon wieder zu schwarzmalerisch. So, wir nehmen Roberts. Ach, so sieht das aus. Oh, nee, warte. Ach so. Ah, okay. Nee, hä? Und wie lasse ich die fallen? Ach, mit Dings nach unten. Ich mag sowas eigentlich, aber ich fühle mich hier gerade trotzdem ein bisschen... Ich hätte gerne eine Trainingsrunde. Der ist voll schnell, der macht gerade voll Stress. Aber vielleicht ist das auch... vielleicht ist das auch gut für uns, dass er hier so schnell ist. Vielleicht verkackt er ja auch. Wobei, warte mal. Genau, wenn 3 beieinander sind... Oh, das war gerade ganz gut. Da muss ich jetzt noch einen blauen reinhauen.
Jawohl, wo sehe ich meine CP? Jetzt, habe ich jetzt schon 100? Ja. Ich wollte das jetzt unbedingt einmal machen. Sehr gut. Vielleicht hätte ich damit auch ein bisschen warten sollen. Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn der gleich die Dings bekommt. Ich müsste da oben rechts auch mal ein bisschen Platz machen. Warte mal, das hier ist, glaube ich, ein ganz guter Anfang. Jawohl. So, jetzt brauche ich einen grünen. Warte, ich brauche einen grünen. Bitte, kann mal ein grüner kommen, wobei der blaue hier ist auch gerade gut. Okay, jetzt brauche ich gelb. Oh, das wird hier langsam ein bisschen schwierig. Ey, ich habe gewonnen. Oh, Gott sei Dank. Ich habe gerade gar nicht geguckt, was der parallel gemacht hat, aber Ende gut, alles gut. Solche Spiele mag ich aber. Das sind Minispiele, wie ich sie gern habe. Das können wir gerne ein paar Male öfter noch spielen, jetzt wo ich weiß, was auf mich zukommt. Yes, I pulled out a win. Und mir hätte schon wirklich dieser eine Screenshot gereicht, wie dieses Spiel aufgebaut ist. Da wäre ich schon beruhigt gewesen, weil das halt alles so Tetris-like ist. That was actually pretty fun. War okay. You looked like you were really getting into it. This is just my impression from watching over your shoulder, but is it just me or is Chief Roberts kind of bad at this? Considering he's on the same level as a total beginner despite developing the game, I'd say he's pretty pathetic. Well, he was probably going easy on me, right? After all, it wouldn't be much of a test if the two players weren't similarly skilled. Telephone. Special support section. This is the... Wow, what a match. That's going to be one for the history books. My heart's still racing. Okay. Well, there goes that theory. He was definitely giving it his all. So, how were the test results? Absolutely perfect. The connection within the city had no latency and the signal was stable. I would say it was a rousing success. Really now? Glad to hear it. Remember, you only have the beta version, but I'll update it to the full release eventually. Once that happens, you'll be able to face off against far more opponents than just myself. I'd really appreciate it if you played with as many people as you could after that. And don't think I'll take this lying down. I'll get my revenge on you one day. Habe ich voll Bock drauf. Pom-Pom Party hat mich für sich begeistern können. I hope you go easy on me. Anyway, thanks again for your help today. I'm sure we both have other jobs to get to, so I'll let you go now. You're welcome. Please contact us if you ever need our help again. Will do. Bye for now, everyone. Phew, I'd say that went well. Good job, Lloyd. It was certainly a request befitting Chief Roberts. Haha, you're telling me. It sounds like we can play that game whenever we want now. Think you have what it takes to become Crossbell's next Pom Master, Lloyd? I have a strong hunch that TO's going to hang on to that title. Ich wette, TO wird hier der Endgegner sein, also in diesem Minispiel. Still, it might be fun to get some practice in while I'm taking a break from work. Yeah, that does sound fun. Ja, das ist wie mit dem Zocken im Real Life. Mega! Das könnte bisher meine Lieblings-Sidequest hier gewesen sein. So, Check Requests. Wir haben jetzt nur noch das hier. Genau, dafür mussten wir zu Oscar in die Bakery. Können wir hier irgendwas reporten? Müssen wir eigentlich. Vielleicht gibt es sogar ein nettes Item noch dazu. Wir steuern auch auf die 10.000 Mira zu, was ich sehr gut finde. Auch wenn 10.000 in so einem Trade-Spiel, glaube ich, nicht allzu viel sind. So, Play Pom-Pom Party. Gegen wen spielen wir denn, wenn ich das jetzt hier nochmal starte? Wieder gegen Roberts. Ich würde das noch ein weiteres Mal machen. Also, mal gucken, ob ich überhaupt gewinne. Aber einfach, um zu gucken, was man hier vielleicht als Belohnung bekommt. Vielleicht gibt es auch gar nichts dafür. Und er bedankt sich nur fürs Spiel. Aber das kann man ja gemeinsam einmal herausfinden, würde ich sagen. Und deswegen machen wir uns hier ran. Vielleicht ist das sogar eine gute Einnahmequelle, um hier so richtig Mira zu scheffeln, wenn man hier einen entsprechenden Mangel hat. Das wäre doch eigentlich ganz nett, oder? So, warte mal, ich hatte vorhin... Ah, warte, ich habe jetzt hier meine Dings schon wieder voll. So. Warte mal, jetzt habe ich den hier gerade fast verkackt, aber nur fast. Gerade noch im Blick gehabt, was hier eigentlich abgeht und dann kann ich wieder den hier machen. Ich habe jetzt nur
aufgrund der Hektik, die ich mir hier gerade wahrscheinlich selber mache, jetzt nicht erkannt. Das sind immer so 2 Symbole, wenn ich in den Angriffsmodus gehe. Warte mal. Ach so. Angriff oder Verteidigung. Je nachdem, welche Schultertaste man drückt, machst du das eine oder das andere. Ich wette, beim Verteidigen würde... Was? Man kriegt gar nichts? Okay, schade. Also ist es wirklich einfach nur fürs Späßchen. Aber okay, ich hab's verstanden. So, habe ich hier sonst noch was in diesem Building zu tun? Ich glaube nicht. Ich wollte eine Sache immer mal wieder probieren. Lass mich mal kurz überlegen. Ich hatte irgendwo eine Mission, wo ich bisher nicht raus durfte. Nee, Moment, ich wollte immer mal wieder gucken, jetzt weiß ich es wieder, ob wir nicht, auch wenn das wahrscheinlich im Zuge der Hauptstory passieren wird, aber ob wir nicht nach Westen rauskommen. Ich weiß nicht mehr, welche die Mainz-Route war, weil wir haben nach Westen raus 2 Ausgänge. Aber hier Mainz Mountain Path, das muss der hier sein. Ich will nur gucken, ob das geht. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Warte mal, vielleicht können wir hier noch was Schönes mitnehmen. Vorausgesetzt, ich treffe auch mal. Komme ich hier raus? This way leads to Mainz Mountain Path. We don't have any business there, though, so let's turn back for now. Alles klar. Dann können wir... Ist immer noch blöde, dass du dich von hier aus da nicht importen kannst, aber dann können wir jetzt Dings in seiner Bakery mal besuchen können. Und stellt euch darauf ein, dass ich im Zuge dieser letzten noch ausstehenden Mission auch den Part mittendrin beenden werde. Aber wir können auf jeden Fall anfangen, mit ihm zu sprechen. Und gucken, in welche Richtung das hier womöglich geht. Hi, Oscar. Hey, Oscar, we saw that you needed some help from the SSS. There you are, Lloyd. I was wondering when you'd show up. Sorry to keep you waiting. Would you mind giving us more details on your request? Well, technically, it's not so much my request as it is little Momo's over there. You know, Tally's daughter. It's been raining all day, so she brought her umbrella along to run some errands. And, well... Hat ihr das jemand geklaut, oder was? Oh Gott, die ist traurig. Where'd my pink umbrella go? It was really, really special to me too. Oder ein Windstoß hat's davon geblasen. And there you have it. Yeah, that about explains things. Have you already searched the bakery and its immediate surroundings? Of course we did. Oscar and I looked everywhere. That's how we came across this. Bennett pulled out a pink umbrella. Hä? Aber dann ist es doch da. Huh? But wait a second. Is that not Momo's umbrella? That's what I assumed at first, but look here. Bennett showed the umbrella's handle to the group. It reads My Ling. Okay, now I get it. Someone grabbed the wrong umbrella and took it with them by mistake. Alles klar. Ich glaube, das reicht so als erster Aufhänger, was beim nächsten Mal hier unsere Aufgabe sein könnte. Aber wer es ganz genau wissen will, der schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich glaube, so moderiert man sowas professionell ab. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr Lieben, bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.